Die Mecklenburgische Seenplatte. Ein Naturparadies und das Sehnsuchtsziel von Antje und Sebastian Sponbrucker aus Mahl. Das ist noch Natur, eine echte Natur. Ne? Nicht das, was wir als Bäume gepflanzt haben, sondern... Und das ist geil. Mit den beiden Hunden Lotti und Axel und ihrem neuen Faltkarawan geht's auf große Campingtour. Unterwegs lernen sie Mecklenburgs Wildnis kennen. Wow. Das ist ja irre. Und es gehen Träume in Erfüllung. Fischverkäufer Sebastian war noch nie beim Fischfang dabei. Ui, ich sehe Fische. Was für schöne, ne? Barsche? Ja. Antje will die Seenplatte unbedingt mal von ganz oben sehen. Ich habe so ein bisschen Schiss vor der Beschleunigung. Oh mein Gott, oh mein Gott! Es ist auch eine Zeitreise für Sebastian. In der DDR habe ich das erste Mal geknutscht. Und sie war viel älter als ich. 3 Wochen auf Campingtour in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Faltkarawan. Zeltromantik. Die Liebe ist groß, auch nach 14 Jahren noch. Sehr groß. Der Campingplatz am Gardasee. Nicht in Italien, sondern in Mecklenburg-Vorpommern. Besonders bei Einheimischen beliebt. Hier campen Antje und Sebastian seit einer Woche. Bereitest du vor? Kaffee. Wo hast du die Mühle, Schatz? Hinter der Spüle. Gucke mal hier. Schabum. Bitteschön. Antje leitet eine Kita. Sebastian ist Fischverkäufer. Mit ihren Hunden Lotti und Axel waren die beiden schon oft campen in Deutschland. Früher immer im Zelt, jetzt in ihrem neuen Faltkarawan. Ein kleines Raumwunder. Der Basti kam auf die super Idee, so ein Stadtregal zu bestellen. So habe ich mein Teller- und Becherchaos super im Griff. Meine Gewürze fliegen nicht mehr rum. Und hier haben wir uns so Stoffboxen bestellt, die uns einfach gut gefallen haben. Die kann ich hinterher zusammenklappen, die nehmen überhaupt keinen Platz weg. Camping ist halt Urlaub auf kleinem Raum. Wir improvisieren halt immer so ein bisschen, aber ansonsten funktioniert alles. 30.000 € haben sie für ihren neuen Faltkarawan bezahlt. Ich liebe Schinken. Antje und ich, wir haben uns ja im Fitnessstudio kennengelernt. Sieht man uns nicht so richtig an, aber so war das vor 14 Jahren. Und da haben wir unsere Aggression und alles, was so aufgestaut war, an den Hanteln ausgelassen. Dann haben wir uns kennengelernt, lieben gelernt. Ne? Jetzt machen wir das gegenseitig. Ne? Brauchen wir die Hanteln dafür nicht mehr. Wie hört sich das denn an? Ja, aber unser Geheimnis ist, wir können uns zoffen wie die Besenbinder, aber wir gehen nie zerstritten ins Bett. Ja. Antje plant jedes Jahr den Urlaub. Sebastian folgt. Egal wohin es geht. Mecklenburg-Vorpommern ist für die 41-Jährige ein lang ersehntes Traumziel. Schon seit ihrer Kindheit. Ich habe so eine Erinnerung, das ist so ganz tief in mir drin, dass meine Mama früher mal erzählt hat, sie würde gerne einmal nach Mecklenburg fahren und auch einmal die Seenplatte sehen. Und irgendwie ist dieses Mecklenburger Seenplatte so in mir drin gewesen, dass ich gedacht habe, da muss ich hin. Und ich glaube, das ist so ein Grundgedanke, dass man denkt, so, die wilde Natur innerhalb von Deutschland einmal sehen zu können. Campingplätze mochten die beiden immer schon gerne. Und dieser liegt besonders schön am See. So kennen die beiden es. Sie kommen schnell ins Gespräch mit anderen Campern. Ah, Sie sind Dauercamper? Ja, über 30 Jahre schon. Okay. Und dann nach dem Wochenende auf der Arbeit habe ich dann erzählt, ich war wieder am Gardasee. Oh, am Gardasee warst du? Ja, sag ich, bin ich eigentlich fast jedes Wochenende. Wie bitte? Jedes Wochenende? Hast du richtig gesehen, wie er überlegt hat? Jedes Wochenende am Gardasee, das geht doch nicht. Sag doch, am Gardasee in Mecklenburg-Vorpommern zwischen Güstrow und Goldberg. Ach so, am Gardasee, den kannte er gar nicht. Ja, so kannten kriegt man die unsere Leute zum Freunde und Staunen. Familie auch nicht. Als wir erzählt haben, wir fahren dieses Jahr zum Gardasee, haben wir alle gesagt, wir fahren nach Italien. Und immer so, nee, wir fahren nach Mecklenburg. 7 Naturparks und 3 Nationalparks hat Mecklenburg-Vorpommern. Und einen davon wollen die beiden Westfalen heute entdecken. Geplant für heute ist der Nationalpark an der Müritz. Ich habe gehört, man kann da Seeadler beobachten. Und wenn dann heute noch ein Seeadler über mich hinwegfliegt, das wäre natürlich nochmal ein Highlight. Das habe ich zu Hause halt nicht. Ne?
Gut eine Stunde dauert die Fahrt ins Herz der Mecklenburgischen Seenplatte. Antje und Sebastian fahren nach Federow, ein idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte Rad- und Wandertouren. Ranger Michael Kühl führt die Touristen kostenlos durch die wilde Natur. 2,5 Stunden dauert heute seine Tour. Unser ist ein besonderer Nationalpark. Und wissen Sie auch warum? Der größte Wald- und Seennationalpark in Deutschland. 322 Quadratkilometer. Also man schafft hier nicht alles unbedingt in einer Woche, das will ich nur sagen. Rund 1000 Fischadler leben heute noch in Deutschland. Fast alle in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist heiß heute. Da stehen die Chancen schlecht, die Vögel zu sichten. Aber sie haben Glück. Das ist ja irre. Die sehen total krass aus. Wow. Die sind schon majestätisch, ne? Bei uns fliegt schon mal so ein Mäusebussard, klar, oder ein Falke. Aber wann sieht man denn schon mal einen Adler? Also wenn man sich überlegt, dass dieser Adler diese Freiheit genießt, hier komplett frei fliegen zu können, ohne dass uneingeschränkt der irgendwie verscheucht oder verjagt wird. Ich glaube schon, dass das Spaß macht. Schon geil. Schon richtig Alles geil. von oben sehen. Ja. Ich würde schon gern einmal fliegen wie ein Seeadler. Vielleicht erfüllt sich dieser Traum für Antje noch hier in Mecklenburg. Ihr nächstes Ziel ist der Kurort Waren. Das touristische Zentrum der Region liegt 7 Kilometer entfernt vom Nationalpark. Ich würde gern den Fischereihafen sehen und die Altstadt, die soll unheimlich schön sein. Ja. Waren ist das Tor zur Müritz, dem größten See der Mecklenburgischen Seenplatte. Aber die haben hier echt schöne, süße Gässchen, ne? Ja. Die Altstadt von Waren wurde nach der Wende fast 30 Jahre lang aufwendig saniert. Sebastian ist Fischverkäufer in einem Supermarkt. Aus Passion. Kein Wunder, dass es ihn zum Yacht- und Fischereihafen zieht. Sind schon schicke Schiffchen, ne? Aber sowas von. Hätten wir uns unseren Camper nicht gekauft, hätten wir uns ein Boot für den Kanal gekauft. Das war nie im Gespräch, das war nur Das war dein bei mir Wunsch. im Gespräch. Ist das dein Boot? Das ist meins. Willst du mal reingucken? Echt jetzt? Ja, komm. Einmalig. Ehrlich? Ja. Auf jeden Fall. Weil ich gebe meiner Frau eben meinen Hund. Heiß doch. Hi, ich bin der Sebastian. Jürgen. Hi. Jürgen, hi. Mein Papa heißt Jürgen. Auch. Du bist Camper, hast du gesagt? Ja. Also, wir auch. Das war auch die Entscheidung, warum wir uns das Boot angeschafft haben. Also ihr campt quasi auf dem Wasser? So kann man auch sagen. Immer wieder. Wir campen auch normal, wir campen auf dem Wasser. Wir sind einfach unterwegs, so Bootswanderung nennt sich auch. Geil. Willst du mal einen Blick reinwerfen? Auf jeden Fall. Super. Jürgen Joksch ist stolz auf seinen Wassercamper. 50.000 € hat er für sein 30 Jahre altes Schätzchen bezahlt. Das ist ja Wahnsinn, wie geräumig das ist. Das ist richtig, das ist richtig. Es ist ja ausgelegt für, warte mal kurz nachrechnen, 2, 4, 6, theoretisch 6 Schlafplätze haben wir hier drauf. Wow. Zusammen mit Larissa lebt Jürgen am Bodensee. Sie verbringen jede freie Minute auf dem Wasser. Wir haben ja auch Kajaks, wir haben auch Kanadier zu Hause. Also wir sind so ein bisschen wasseraffin. Ja, dann haben wir gesagt, Mensch, das ist doch genau das. Diese Gemütlichkeit auf der einen Seite auf dem Wasser, auf der anderen Seite eben, dass wir unterwegs sein können und trotzdem einigermaßen Luxus haben. Die beiden arbeiten in Teilzeit. Das Tagesgeschäft ihrer Firma leiten mittlerweile Sohn und Schwiegertochter. Wir haben gesagt, es gibt jetzt langsam nichts mehr, was wir nicht auch vom Homeoffice aus machen könnten. Das ist vernünftig. Also Sehr gehen gut. wir ein halbes Jahr hierher, ne, und wenn es kalt wird, gehen wir wieder nach Hause. Ne, aber von hier arbeiten wir trotzdem. Die Früchte der Arbeit genießen. So ist Ja. Das ist das Schlauste, was man machen kann, glaube ich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. Macht's gut. Sehr gern. Danke dir auch. Alles gut. Wenn ich das überlebe, hier jetzt mit dem Rausklettern. Passt das. Hi, Schatz. Und? Ey, das war so krass. Stell dich darauf ein, dass ich ein Boot will. Ha, ha, ha.
Nein, ernsthaft. Nein, jetzt. War wirklich. schön? Ja, Ja, total freut mich. mega. Schön, dass es dir gefallen hat. Wann ist Weihnachten? Vom Yachthafen Glamour zurück zum Campingplatz. Früher haben Antje und Sebastian gezeltet. Das wurde ihnen zu eng. Jetzt campen sie auf 14 Quadratmetern. Auf Mecklenburg. Prost, mein Schatz. Komm mal her. Setz dich da Bin hin. ich nicht gewohnt, hör mal, so viel Platz. Hör mal. Im Zelt hast du einen Klappstuhl und jetzt hast du hier eine Sitzgarnitur. So, du kannst. Und ich komm zu dir. Und sitzt Siehst du? total bequem. Zeltromantik. Seit 14 Jahren verbringen die beiden ihre Urlaube auf den Campingplätzen Deutschlands. Vor 10 Jahren haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Unsere Beziehung besteht aus Fleiß, aus Schweiß, aus Witz und Ironie. Und das Ganze. Und ganz viel schwarzen Humor. Ja. Wir ergänzen uns gut. Wir sind beide im Prinzip vom selben Schlag. Wir glauben noch an die Ehe. Wir glauben auch daran, dass es selbst in schlechten Zeiten gut wird. Wir kämpfen. Ja, so Wir geben richtig nicht auf. kämpfen. Wir würden nie aufgeben. Und die Liebe ist groß, auch nach 14 Jahren noch. Sehr groß. Sechs Uhr morgens. Sebastian ist früh aufgestanden, denn heute hat der Fischverkäufer etwas Besonderes vor. Ich darf heute mit einem Fischer rausfahren, freue ich mich ziemlich drauf. Ist natürlich super interessant für mich, auch mal so vom Fang her, das, was hinterher bei mir in der Theke liegt, zu erfahren, auch mal mitzumachen. Und wenn ich wiederkomme, habe ich bestimmt ganz viel zu erzählen. Seit 30 Jahren steht Sebastian an der Fischtheke. Den Fisch hat er aber noch nie selbst gefangen. Das wird sich heute vielleicht ändern. 42 Kilometer vom Campingplatz entfernt liegt der Drehwitzer See. 2 Fischer nehmen Sebastian heute mit an Bord. Guten Morgen. Moin, moin. Hi, Sebastian. Hi. Andreas, hi. Hi. Mit euch fahre ich heute raus. Genau, du willst heute mal ein bisschen mitmachen und dann machen wir das einfach mal. Perfekt. Probieren wir, ob wir ein bisschen was fangen. Gestern haben wir ja gestellt. Ach, schön. Spannt mich voll ein. Also Ja. keine Rücksicht auf mich. Keine Rücksicht, okay. Mal gucken, wie du danach reagierst. Normalerweise nehmen die Fischer keine Touristen mit. Für Sebastian machen sie eine Ausnahme, weil er als Fischverkäufer ja quasi Kollege ist. Wir müssen heute wirklich genug fangen, weil ich will heute Abend grillen. Du willst heute Abend grillen, ja, dann ist der Maßstab ja schon mal ziemlich hoch angesetzt. Also ne? 4 Fische müssen wir fangen. 4 Fische, ja, okay. Wollen wir mal gucken. Es kann passieren, dass wir in leere Maschen gucken und einfach nur das Wasser sieben ohne Fisch. Aber ich denke, Jens hat gestern gestellt, das wird eigentlich. Sebastian will Maränen fangen, einen hellen Fisch, der typisch für den Norden ist und den er noch nie gegessen hat. 15 Minuten sind die 3 bis zur Seemitte unterwegs. Hier hat Jens gestern die Netze ausgeworfen. Hab's. Genau, denn die Leine immer reinziehen. Immer rein und dann in den Kübel fallen lassen. Das Netz auch mit rein? So, genau, das Netz auch mit rein. 200 Meter Netz ziehen sie zurück ins Boot. Die Ausbeute? Ein Barsch und eine Brasse. Das ist mager. Das Netz? 200 Meter, 2 Fische. 200 Meter, 200, ja. Das Alle ist eine 100 Meter. Erfolgsgeschichte. Ja, aber negativen Bereich. Ne? Ich will doch wieder Bratwurst essen heute Abend. Jens hat Jahrzehnte vom Fischfang gelebt. Das geht heute nicht mehr. Die Fänge sind nicht mehr so wie früher. Der Fisch wird weltweit weniger. Und es kommt auch kein Nachwuchs. Man muss Fernwohnungen haben, Bootsverleih, Gaststätte. Und da ist es halt schwierig. Nur vom Fischleben alleine geht nicht mehr. Ein Netz liegt noch im Wasser. Vielleicht haben sie damit mehr Erfolg. Antje liebt Entdeckungstouren auf dem Campingplatz. Fast jedes Fahrzeug ist hier eigenhändig umgebaut. Auch das von Kai und Mandy. Die beiden haben einen 30 Jahre alten Oldtimer. Aber euer Camper sieht sehr amerikanisch aus. Ja. Ist auch alles auf amerikanisch gehalten. Ich stehe auf Amerika. Kais Faszination für die USA zeigt sich auch in der Innenausstattung. Couchbett, Fernseher vor der Nase. Was will man mehr? Habt ihr echt schön gemacht. Ist schon echt schick.
schön und wirklich so für Kurzurlaub 30 Kilometer fahren, dann ist man da, kann Urlaub machen. Das ist echt schön. Mit ihrem Van sind sie Stammgäste auf dem Platz. Die USA lieben sie beide, er noch ein bisschen mehr als sie. Wenn sie mitspielen würde, würde ich sogar auswandern. Ich spiele nicht mit. Ich bleib hier. Auto ist super. Die Breite würde tatsächlich besser passen zu meinem Mann und mir. Aber ich bleibe dabei, dadurch, dass wir halt mit den 2 großen Hunden reisen, ist es auf Dauer bei schlechtem Wetter zu eng. Am Drewitzer See ist Sebastian mittlerweile seit einer Stunde mit den Fischern auf dem Boot. Das letzte Netz wird eingezogen. Ui, ich sehe Fische. Barsche? Ja. Und was für schöne, ne? Aus 30 Metern Tiefe wird das Netz herausgezogen. Das ist anstrengend. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das hier auch beruflich zu machen. Sehr gut. Ich bräuchte ein bisschen Übung, weil der Städter hier schon nach dem zweiten Netz quasi an seine Grenze kommt. Der Verkäufer, der nur an der Theke steht. Ich habe morgen garantiert einen Muskelkater. Oh, da ist wieder eine. Ein guter Tag für die beiden Fischer. Auch für Sebastian, der sich auf einen Grillabend vor seinem Camper freut und seine Frau mit einem einfachen Rezept überraschen will. Also so klassisch mit Butter in der Pfanne oder halt auf dem Grill, ob jetzt eingewickelt oder mit ein paar Kräutern, Gemüse schon drin. Also ich glaube, eine Marine, die schmeckt auch, wenn du gar nichts machst. Wenn du sie einfach nur garst. Abwarten, ob Antje das auch so sieht. Da ist er, der letzte Ball. Geschafft. Sehr gut. Gut geschlagen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Danke. Gerne. 2 Stunden waren sie auf dem Wasser. Die Beute, 25 Kilo Fisch, sind ihnen ins Netz gegangen und werden heute noch verkauft. Kann man schon mit zufrieden sein. Das ist der beste Fang, den wir seit Wochen hatten. Frischer Fisch. Ja, wer ist denn da? Wer sind meine guten Hunde? Ja, wer? Dein Mann war heute fischen. Deshalb steht der Hund auf. Ja. Ja, ahoi. Hi. Heute darf der Fischverkäufer mal Fischkoch sein. Auf dem Speiseplan gegrillte Maräne à la Sebastian und Pestobrötchen aus dem Campingbackofen. Den habe ich selber gefangen. Ich bin sehr gespannt. Habe ich selbst gewickelt. Die Maräne, die ist mega lecker. Wirklich. Richtig gut. Und ein super mildes Aroma. Die Kräuter kommen toll durch. Wie schmeckt er dir? Hm? So sehr nach Forelle? Mhm. Bei aller Liebe. Kann ihn nie essen. Ich bin total stolz auf meinen Mann, dass er uns Abendbrot gefischt hat. Er kann jetzt nichts dafür, dass ich den Fisch jetzt nicht so mag. Ich glaube, ich mag einfach keine Flussfische. Also alles, was aus See und Fluss ist, ist irgendwie nicht so meins, ne? Ich finde es unglaublich gut. Der nächste Morgen beginnt mit einem besonderen Ziel. Malchow, die Inselstadt am Flesensee. Ein Filmpalast erinnert an Typisches aus DDR-Zeiten. Sebastian ist in Gelsenkirchen geboren, aber hat Erinnerungen. Ich war als Kind ziemlich oft im Osten. Ferienlager, immer in den Sommerferien. Ich war jetzt nicht in so vielen Haushalten drin, aber einige Dinge werde ich wahrscheinlich wiedererkennen. Ich habe gar keine Verbindung zum Osten oder zur ehemaligen DDR und bin jetzt mal total gespannt. Für mich ist das so eine richtige Geschichtsreise. Antje, stell dich hier hin. Lauf. Alltagsgegenstände aus 40 Jahren DDR-Geschichte kann man hier entdecken. Oder wiederentdecken.
Weinbrandbohnen, ey, die standen überall, egal wo du warst. Das könnte auch die Küche meiner Oma sein. Das Ding hatte ich auch. Aber das hatte jeder, oder? Das, was da drin ist, sind übrigens Kassetten. Für die Leute, die das nicht mehr wissen. Ziehst du so raus, kannst Klamotten aufhängen. Ich glaube, ich habe doch im Osten gewohnt. Guck mal, Camping. Ach, schön. Wie geil. Ja, und so ein Zelt hatte ich auch in Braun. Boah, echt jetzt, das ist wahr. Ich habe gerade hier die ganze Zeit das Gefühl, ich bin als Kind vertauscht worden. Und man hat mir nur eingebläut, ich bin aus der BRD. Das sieht alles hier aus wie mit zu Hause. Bei seinen jährlichen Besuchen Ende der 1980er in den Ferienlagern ist Sebastian sogar Jungpionier geworden. Ja, ich bin an diesem Knoten verzweifelt. Ich habe den nie hingekriegt. Eine Erinnerung aus dieser Zeit hat sich tief eingeprägt. In der DDR habe ich das erste Mal geknutscht. Und sie war viel älter als ich. Abends gab es eine Tanzveranstaltung. Und ich weiß sogar noch, mein erster Kuss war bei dem Lied von Madonna, Like a Virgin. Da haben wir so. Und dann irgendwann so. Was für ein Klischee. Das war mein allererster Kuss. Den werde ich auch nie vergessen. Der war so schön. Das war so romantisch. Und am nächsten Tag waren wir einfach wieder Freunde. Also. Was war übrigens ein Zungenkuss? Ich war echt frühreif. Will ich gar nicht wissen. Will ich gar nicht wissen. Ich bin katholisch. Ja, genau. Nach einer Stunde ist die Zeitreise für 7 € pro Person vorbei. War das schön? Das war total toll. Aber so ein bisschen so versetzt auch in die 70er, ne? Auf das Kulturprogramm folgt Entspannung auf dem Campingplatz. Der liegt direkt am Gardasee. Einen Tretbootverleih gibt es hier auch. Ich hätte nicht gedacht, dass der Gardasee so groß ist. Ja, das stimmt. Ich habe auch mit so einem Tümpel gerechnet. Jetzt kriegen wir noch Wellengang. Yay! Ja. Es ist natürlich schon schön, du gehst aus dem Campingplatz raus und guckst dir an. Hast so einen See. Ne? Das ist schon Luxus. Wir sind hier komplett alleine. Wo hast du das denn noch? Nirgendwo. Das gibt's nicht. Ich glaube, das gibt's echt nur hier in Mecklenburg. Und das ist einfach so einzigartig hier, ne? Dass du immer ein Stück Natur für dich ganz alleine haben kannst, wenn du das möchtest. Ein besonderer Wunsch steht noch auf Antjes Urlaubsliste. Einmal wie ein Adler die Seenplatte von ganz oben sehen. Heute kann dieser Traum wahr werden, denn nur 20 Minuten vom Campingplatz entfernt hat Antje eine Segelflugschule entdeckt. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Okay. Ich freue mich mega, das einmal von oben zu sehen. Aber ich habe so ein bisschen Schiss vor der Beschleunigung. Ja. Da bin ich fahre halt noch nicht mal Karussell oder Achterbahn. Und jetzt hatte ich das Pech, dass ich genau gesehen habe, wie es hochgeht. Das ist schon anders, als mit einem großen Flieger zu fliegen, ne? Hallo. Willkommen bei uns im Clubplatz. Hallo Sebastian, hi. Hi. Wie schlimm ist es? Schlimm ist es nicht, natürlich. Die Beschleunigung habt ihr ja gerade gesehen. So ungefähr von 0 auf 100 in so knapp 3 Sekunden. Und dann geht es auf 400 Meter hoch heute, so 450. Ja, das ist schon schön. Also ein tolles Gefühl, könnt sich drauf freuen. Michael Braun wird Antje heute im Segelflieger mitnehmen. Er ist Fluglehrer und war viele Jahre Kampfjetpilot bei der Bundeswehr. Komm, wir gehen mal Richtung Start, gucken uns das mal an, sagen mal so, da sind noch ein paar andere Leute. Alles klar. Bin nervös. Du könntest mir 1 Million da hinlegen, würde ich in kein Flugzeug einsteigen. Zweimal geflogen in meinem Leben. Einmal nach Mazedonien und einmal nach Tunesien. Und beide Male war ich im Flugzeug so angespannt, das war ein Stresslevel, das ist herzinfarktwürdig. Für jeden hysterischen Anfall möchte ich mich im Vorfeld schon mal entschuldigen. Ja, ich bin echt sehr nervös gerade. Ich nicht, ich freue mich auf das Spektakel. Ja. Also ich habe tatsächlich nur Angst vorm Hochgehen. Letzte Anweisungen von Michael. Dann
wird's ernst. Hunde, ich liebe euch. Toll. Die Hunde. Ja, ich hab's verstanden. So, jetzt geht's los. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Geil, oder? Nee, ich hab grad Wehen. Ach, Antje. Oh mein Gott! Ich find's geil. Oh mein Gott, ist das geil! Oh, das ist so schön! Oh mein Gott! Das ist... Oh, ich bin runtergesackt, aber das ist... Oh. So, jetzt guck mal. Jetzt kommt hier schon der erste See. Wie geil! Oh, ich bin ein Falke! Die Aussicht ist unbeschreiblich. Das ist so geil. Spätestens jetzt ist gut. Es war wahrscheinlich nur der Start. Okay, mein Bauch fühlt sich komisch. Oh mein Gott. Ich glaube, ich brauche Beutel. Dann nimm den raus. Mach einfach. Alles gut. Entschuldigung. Ja, alles gut. Und das ist so ähnlich wie Seekrankheit. Da kannst du nichts machen. Nach nur 5 Minuten muss Michael den Flug abbrechen. Aber das war die beste Landung meines Lebens. So, warte. Super. Ich stehe. Es war richtig geil. Ey, du fühlst dich wie ein Adler. Aber das ist ganz anders. Also das kannst du... Urlaub fliegen, Flieger ist ein Witz dagegen. Das ist gar nicht so sanft in der Luft. Du merkst alles. Aber ich habe Rostock gesehen, ich habe Dänemark gesehen. Also hast du ein bisschen genossen? Es war geil. Aber nein, ich will es kein zweites Mal machen. Oh ja, danke. Eine Sache haben sich die beiden Camper für ihren Urlaub fest vorgenommen. Jetzt ist der Moment gekommen. Lotti und Axel sollen schwimmen lernen. Meinst du, sie schafft das? Ja, bist du bescheuert? Klar. Guck mal hier. Lauf. Axel. So, geh. Komm her. Und Holz. Jetzt komm. Ja, super. Sie schwimmt. Sie schwimmt. Sie schwimmt. Ja, fein. Lotti und Axel, also beide sind völlig entspannt hier im Urlaub, was natürlich dazu führt, dass wir entspannt sind. Ja, fein! Hast du das gesehen, wie sie gepaddelt ist? Der erste Urlaub mit dem neuen Faltkarawan ist um. Sebastian und Antje haben unberührte Natur entdeckt, Abenteuer erlebt und Neues ausprobiert. Mit den einheimischen Fischern hier rauszufahren, die Maränen zu fangen, das war mein persönliches Highlight. Egal, wo du hier lang fährst, du hast überall diese gigantischen, unberührten Seen. Die sind der Wahnsinn. Du hast weit und breit hier nur Natur. Du siehst Tiere, die du zu Hause nicht so sehen kannst. Und das DDR-Museum, das fand ich auch richtig gut. Weil für mich war das so eine richtige Kulturreise, ne? Wohin es als nächstes geht, steht noch nicht fest. Nur, dass sie noch ganz viel entdecken wollen. Ich habe eins der Reiseziele abgehakt, die ganz lange hinten in meinem Kopf drin waren. Und finde ich schon gut. So ein Häkchen auf meiner Lebensliste, finde ich geil. Ja. Gib mir ein Küsschen. Mua.